Ja, also die Zahlen und auch die Verlässlichkeit der Informationen, vor allem auch das, was die Bevölkerung nun erfährt, ist also erstmal sehr unterschiedlich und sehr breit. Wir müssen davon ausgehen, dass wir sehr viele Informationen gestreut haben, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und ich glaube auch, dass man das so sagen kann, dass diejenigen, die jetzt auch eine bessere Schulausbildung haben, schon eine größere Entscheidungsqualität haben, um festzustellen oder auch zu sehen, was jetzt stimmt und was jetzt nicht stimmt. Und von daher ist es immer auch so, was kommt jetzt dann nochmal wieder bei der Bevölkerung an. Eins ist, was man sagt, das andere ist, was dann ankommt. Und dann haben wir ja die Problematik bei uns, dass wir ein sehr unterschiedliches politisches Denken haben von unseren Regierenden, was dann auch nicht gerade förderlich ist. Und wir merken also in Brasilien ganz stark, dass es im Grunde genommen hier an einer Person mangelt, die jetzt mal wirklich auch die Fäden in die Hände nimmt und sagt, wo es jetzt lang geht. Und es gibt da sehr viele unterschiedliche Strömungen und das ist in dieser Zeit der Pandemie sehr schwierig und teilweise auch sehr gefährlich. Ne? Und das bringt natürlich sehr viele Menschen auch in die Gefahr, sich mit dem Virus zu infizieren, weil man einfach nicht dran glaubt. Ne? Dann ist natürlich eine Manipulation der Zahlen seitens der Regierung vorauszusetzen. Ja, und das ist ja so, dass die Glaubwürdigkeit der Politiker ja sehr runtergegangen ist. Ne? Also man glaubt ja keinem Politiker im Grunde genommen. Wir haben jetzt hier, die sind sehr ansteigend, die Zahlen, und die Krankenhäuser sind voll, die Gesundheitszentren sind voll. Die Belastung ist so groß im Moment, weil es fehlt, entweder fehlt es dann an Betten oder es fehlt an Medizinern oder es fehlt an Krankenpflegern oder es fehlt an Medikamenten. Man hat nicht das Ideale, wo man sagen kann, wir haben jetzt alles so, dass wir die Leute behandeln können. Wir haben gestern zum Beispiel in Juruti in 24 Stunden 10 Tote gehabt bei einer Bevölkerung von etwa 60.000. Und das ist sehr hoch. Und wir sind diesem nicht gewachsen. Auch die Regierung ist dem nicht gewachsen, sondern man muss dann sehen, wie kommen wir jetzt durch. Gerade in dieser Situation, in der wir sind, wie kann jetzt die Religion ihren Beitrag dazu geben? Und zwar erstens durch das Gebet, dann zweitens, dass man versucht, über die Medien nah an den Menschen dran zu sein. Das ist die eine Sache. Dann die andere Sache, die ich genauso wichtig empfinde und die jetzt gerade wichtig ist in dieser Zeit, für uns Christen auch, wie können wir hier ganz konkret Nächstenliebe leben? Ne? Das heißt also, wie kann sich das konkretisieren? Weil die Christusnachfolge ist konkret oder sie ist gar nicht. Ne? Wir haben jetzt zuerst daran gearbeitet, dass wir die Krankenhäuser, die wir haben in katholischer Trägerschaft, dass die besser aufgestellt sind. Das sind 2 Krankenhäuser der Franziskaner und dann das Krankenhausschiff Papa Francisco. Dann das Krankenhaus der Missionsschwestern. Wie können wir hier ganz konkret etwas tun, damit die Krankenhäuser aufgestellt sind, um diesen Dienst zu leisten an dem Nächsten, die mit Coronavirus, mit Infektionen kommen ins Krankenhaus und dann um das Überleben kämpfen. Unsere Sorge ist im Moment mehr, also nicht nur die Seelsorge, die Pastoral, sondern auch gerade das Wohlergehen, das konkrete Wohlergehen der Menschen. Das heißt, sie müssen auch etwas zum Essen haben. Wir versuchen jetzt auch zusammen mit den Vereinen, mit den Gemeinden und auch mit Organisationen Lebensmittelpakete zu erstellen. Dann Pakete auch für Hygienematerial, damit die Leute auch etwas zum Essen haben, weil schon viele auch hungern. Wie kann ich hier teilen? Nämlich nur durch das Teilen, so wie Jesus Christus ja auch im Grunde genommen, wie er das Brot geteilt hat, wie können wir jetzt
unser Leben teilen und wie können wir das teilen, was wir haben, damit wir uns gegenseitig helfen. Das ist die Frage dann. Und ich glaube, das ist ein genauso wichtiger Gottesdienst, die Nächstenliebe, wie der Gottesdienst in einer Kirche oder in einem Gottesdienstraum. Ja, das gibt es, ich glaube, bei allen Religionsgemeinschaften hier in Brasilien, dass man einfach versucht, jetzt durch großes Beten, dass dadurch der Virus weggebetet werden kann. Aber ich glaube, dass Jesus Christus, wenn ich jetzt als Christ sprechen darf, uns eher darauf hinführt, dass wir unseren Kopf auch gebrauchen und nicht nur beten, sondern es besteht ja auch immer dann die Gefahr, dass wenn ich mich jetzt nur aufs Beten verlasse, dass ich dann Gott zu einem Zauberer degradiere, zu einem Magier. Und das ist er ja nicht. Und ich glaube, dass wir viel mehr beten müssen, dass wir Kraft haben und dass wir auch Licht haben für das, was wir machen sollen. Ich glaube, das Beten muss mehr in diese Richtung gehen, anstatt in die Richtung, dass wir jetzt den Virus wegbeten. Ja, wir sind schon eingeschränkt. Also bei uns haben wir eine sehr große Einschränkung auch. Aber diesen Tunnelblick so, dass wir jetzt so eingeschränkt sind, dass wir nichts mehr machen. Ich glaube, das hat aber auch mit der brasilianischen Kultur zu tun und auch mit unserer Kultur. Wenn das eine nicht geht, dann versucht man das andere. Man muss ja hier, gerade auch in Amazonien, immer einen Plan A, B, C, D haben. Wenn das eine nicht funktioniert, dann versuchen wir das andere. Und dass man dann eben halt versucht, da Wege zu finden, wie man da weitergehen kann. Natürlich sind wir auch eingeschränkt, aber es ist kein Tunnelblick in dieser Hinsicht, sondern hier ein Blick eher, wie können wir in dieser Situation wirklich Gemeinde sein, wie können wir unsere Seelsorge fortführen und wie können wir auch ganz konkret hier die Caritas leben, die Nächstenliebe leben, wie können wir den Menschen hier helfen. Ja, also bei der Bagatellisierung dieser Verschwörungstheorien oder einfach auch bei den Theorien, wo man die Wissenschaft in Frage stellt, mit denen haben wir natürlich auch ständig zu tun. Das heißt, erstmal als Kirche, als katholische Kirche als solche stehen wir immer wieder an vorderster Front, auch gerade die Bischöfe und auch die katholische Kirche im Amazonasgebiet. Aber ich glaube, das Eigentliche geschieht mehr an der Basis und wo jeder Ortsbischof beziehungsweise auch jede Pfarrgemeinde an vorderster Front steht und dort ganz konkret versucht, dort etwas zu ändern. Das ist ja auch eine Frage der Bewusstseinsänderung. Ja, was für ein Bewusstsein haben wir? Und das ist ja sehr unterschiedlich auch in der Bevölkerung so. Und hinter diesen Theorien sind ja auch immer Interessen, sind ja andere Interessen. Man muss sich ja immer auch wieder fragen, was steckt hinter dem, was wir sehen oder das, was wir hören. Das sind ja oft ganz andere Motivationen und andere Interessen. Wer schürt jetzt zum Beispiel Verschwörungstheorien oder auch Theorien, wo dann einfach die Wissenschaft hinterfragt wird oder wo man versucht, dann die Autorität und die Kompetenz der Wissenschaft in Frage zu stellen. Weswegen macht man das? Was steckt dahinter? Was sind die Interessen? Und die Interessen sind ja oft parteipolitische Interessen und auch ökonomische Interessen, aber keine aufrichtigen Interessen. Und das ist, glaube ich, so, wo man sich hinterfragen muss, was ist denn jetzt da? Und dass man versucht, eine Bewusstseinsbildung zu machen, um auch zu zeigen, auch den Menschen zu zeigen, was jetzt wirklich dahinter steckt und was jetzt damit verfolgt wird, weil das ist ja manchmal gar nicht so durchsichtig. Im Moment ist nicht transparent. Ja, die Corona-Krise hat sicherlich auch mit der Umweltkrise zu tun, weil wir ja global miteinander verbunden sind. Und wir haben immer wieder auch auf der Amazonas-Synode gesagt und vorher auch, und das wurde auch unterstrichen, alles ist miteinander verbunden. Also die Corona-Krise ist sicherlich nicht, oder man kann sie nicht verstehen
als wenn sie nichts mit der Umwelt zu tun hätte, sondern das hat ja sehr auch viel mit der Umweltkrise zu tun, in der wir heute sind. Und wir müssen uns sicherlich neu fragen, wie gehen wir mit all diesem um, weil unser Leben hat sich ja ziemlich verändert. Das heißt, wir sind ja hier im Moment, auch gerade im Amazonas-Gebiet, sehr gefragt und auch immer wieder hinterfragt in Bezug auf die Umweltkrise im Allgemeinen. Und wir müssen wirklich da umdenken. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie diese Pandemie ausgenutzt wird, um eigene Interessen von Leuten oder auch von Politikern ausgenutzt werden, um den Regenwald noch mehr abzuholzen oder um einfach die indigenen Völker zu dezimieren, dann ist das schon sehr erschreckend. Wir haben dieses gerade auch bei uns in der Diözese, oben im Norden an der Grenze nach Suriname, wo die indigenen Völker, wo die verschiedenen Dörfer auch ohne Assistenz sind. Und wir versuchen uns ganz konkret als Kirche auch da einzusetzen, damit sie erstens zu ihrem Recht kommen und zweitens, dass sie auch ärztliche und medizinische Versorgung haben. Und wenn wir wirklich uns auseinandersetzen wollen mit der Umwelt und auch mit der Umweltkrise oder auch mit der Menschheit im Allgemeinen, müssen wir ganz stark zusammenarbeiten, mehr zusammenarbeiten und versuchen wirklich, dass wir zusammenhalten und zusammenstehen auch.